Jo, Freunde, moin, willkommen zurück in der Nerdcrate, Tim hier. Heute, wie schon öfters angesprochen, gezeigt, Teil 1 meines Mortal Kombat Dioramas. Wie habe ich das gemacht? Ihr seht schon hier, das erste Ding war recht karg, einfach nur ein Brett, 4 Figuren, Leinwand. Da musste was anderes passieren. Vor allem, weil Shao Kahn auf dem Weg war. Da habe ich mir dann, inspiriert von Chris Pinkerton aus dem Realm of Collectors, rede ich gleich auch häufig von, mir ein paar Konzepte inspirierterweise angeguckt und gesagt, du weißt, was du kannst, sowas kriegst du mit Sicherheit auch hin. Musst wohl Styrodur und so weiter finden. Ein paar Farben gesammelt und so und mich von den Flaggen und von den Säulen und den Zuschauern ein bisschen inspirieren lassen. Und ein bisschen wie hier im Hintergrund habe ich die Zuschauer ein bisschen abstrakter gemacht. Das seht ihr alle später noch. Ich werde das Ding so wöchentlich wahrscheinlich raushauen. Ein bisschen strecken muss man das ja auch. Deswegen war der Einkauf erstmal so. Hab Styrodur gekauft, relativ schwer zu finden tatsächlich in Deutschland. Muss sagen, es war nicht ganz so einfach. 2 Plätze hatten das in meiner Stadt, von daher erstmal das. Spachtelmasse und dann ging das erstmal los. Sagt nur raus, glaube ich. Also, Brett war angebracht. Ich hoffe für euch, ihr habt irgendwie bessere Hohlraumwände oder bessere Möglichkeiten, Brett anzubringen oder was weiß ich. Jedenfalls erstmal die Platten raufgepackt, abgemessen. Ich dachte, ich komme vielleicht mit einer Platte hin, aber als ich das draufgelegt habe, war ich froh, 2 gut zu haben. Passte so schon ziemlich cool. Dann erstmal geschaut, welche Seite ist besser, weil durch Baumarkt, also relativ roh, da hängen dann auch mal irgendwelche Kinken ab. Und ja, es ist auch echt gesagt nicht viel Raketenwissenschaft. Man muss im Endeffekt nur wissen, was möchte man, was kann man, kriegt man es hin, oder man muss es einfach schlichtweg outsourcen, ne? Und so bin ich da selber beigegangen. Habe halt gesagt, stumpf abmessen und dann wird das Ding maßlich einmal zurechtgeschnitten und dann geht das im Endeffekt los. Deswegen war das keine große Raketenwissenschaft, das werde ich auch öfters mal ein bisschen einfach das Ganze laufen lassen. Bisschen Musikuntermalung und lasst euch dann mal schauen. Ja, ich habe da ein Brotmesser. Das hat tatsächlich echt am besten geklappt. Hier habe ich noch den umständlichen Weg genommen und bin halt wirklich komplett da durchgegangen. Schneidet sich aber tatsächlich ziemlich gut. Ich weiß, das sieht gerade ziemlich gefährlich aus, aber auf die Länge hält sich das tatsächlich einigermaßen. Später habe ich aber tatsächlich festgestellt, wenn man mit dem Skalpell die erste Schicht einmal da durchgeht, an einem Lineal entlang, und dann vorsichtig bricht, dann gibt es eine ziemlich klare Kante. Also das war ziemlich cool. Also ähnlich wie bei meinem Devastator-Bild mit dem Polystyrol kann ich Styrodur definitiv nur empfehlen. Hat absolut Spaß gemacht, war sehr, sehr cool. Tolles Material. Ich sag mal auch relativ vergebend. Und man kann damit eine Menge machen. Also ich hab auch die Säulen hier, die habe ich da komplett draus gebastelt. Zwischendurch war mal der Akku alle, da habe ich dann die Säulen nicht aufgenommen, deswegen werde ich da schon in Anführungsstrichen ein bisschen vorgreifen und ihr seht das auch später noch im Video, aber es ist, ich kann es nicht anders sagen, also wenn ihr eine ungefähre Ahnung habt von dem, was ihr machen wollt und euch das im Kopf ungefähr vorstellen könnt, dann ist das eigentlich nicht das Ding. Seht ihr, ein bisschen angelegt und abgemessen, ich meine, das sollte jetzt nicht der Krampf sein, ne? Und ja, was ich da stehen habe, das ist im Endeffekt auch das Programm. Ich habe zwischendurch mal ein bisschen was zusätzlich eingekauft, wo wir jetzt gerade hier bei den Zutaten sind. Da sind unterschiedliche Sandsorten, einmal ganz fein, einmal grob. Dann habe ich Feinspachtel genommen aus dem Euro-Shop, der hier um die Ecke ist. Und Spachtel, ein Winkel, damit ich was Vernünftiges habe, unterschiedliche Farben. Und das habe ich da einfach hingeschmissen und gesagt, fängst einfach an und was du brauchst, das holst du und fertig. Und habe dann halt, nachdem ich das abgemessen habe, erstmal an die Seite gestellt und gesagt, okay, ich fange erstmal mit was Kleinem an und habe mich dem Thron gewidmet. Shao Kahn kam nämlich auch kurze Zeit später. Und das hat wirklich gut gepasst. Das Blöde war natürlich, während in Amerika, deswegen habe ich gesagt, das ist in Deutschland relativ schwer zu kriegen. Während in Amerika diese Styrodurplatten in unterschiedlichen, ich glaube, Schaumdicken, Festigkeiten und auch tatsächlich, sagen wir mal, Materialstärken gibt, ist das in Deutschland schwieriger. Ich habe, wie gesagt, ich glaube, drei Baumärkte in Bremerhaven. Und ja, Daumen hoch, ich habe das eben gerade durchgeteilt, da komme ich jetzt gerade zu, weil das halt wirklich ziemlich blöd ist. Es gibt tatsächlich nur eine Sorte von Styrodur hier und das ist so ein Dämmungsteil, das ist 22 mm dick. Und da muss man natürlich sehen, was man macht. Also, weil ich die Stufen nicht so dick haben wollte wie das Material, sondern circa 1 Zentimeter, musste ich die Platte abmessen, ungefähr die Silhouette für den Thron zu
ja, aufmalen und dann zuschneiden. Und als ich das dann gemacht habe, habe ich dann die Dicke vom Material dann eben ja, weggeschnitten sozusagen und dann eben das Ganze aufeinander gesetzt und angefangen Details reinzupacken, wie die Brüche und gucken, dass die Radien zum Thron passen und dass das auch ganz gut auch hinhaut. Und für das erste Ding so, was ich da gesehen habe, war ich recht begeistert, aber ihr seht schon, da ist noch eine ziemlich diese Netzoberfläche, sag ich mal, da musste definitiv noch was passieren. Also da habe ich dann noch geschliffen, da komme ich jetzt gerade zu. Das passt ziemlich gut, muss ich gerade sagen. Naja, Eigenschlurf stehen. Kleinen Block genommen, den ich mal gekriegt hatte, irgendwo, keine Ahnung, Sperrmüll war mal so Holzklötze. Ich finde immer, ich nehme mit, was ich finden kann. Bin jetzt kein Müllgammler, aber trotzdem. Und einfach mit Sekundenkleber ein bisschen das Schleifpapier, ich weiß nicht, was das ist ziemlich raues Schleifpapier. Funktioniert gut. Einfach da festgeklebt, drauf gehalten und dann hatte ich einen kleinen Schleifblock. Der auch perfekt funktioniert hat. Also wenn ich sowas brauche, dann mache ich das eigentlich immer selber. Habe ich auch für Devastator gemacht. Kleinen Schleifblock mit ganz feinem Papier, um das glatt zu machen. Und ja, wie ihr schon seht, hat geklappt. Genau das Richtige. Und dann einfach stumpf runtergeschliffen. Das, was ich brauchte, und dann noch ein paar Details rein. Die meisten Details, die ich da reingeschnitten habe, habe ich auch tatsächlich mit dem Brotmesser gemacht. Das hat tatsächlich lustigerweise am besten funktioniert. Ich habe es zeitweise mit dem Skalpell versucht, was ich habe, aber das war ein bisschen suboptimal. Und ja, wie ihr schon seht, also die Radien, da stimmte alles gut überein. Und so ging das im Endeffekt eigentlich die ganze Zeit weiter. Angemalt, Radien ein bisschen ausgeglichen, zugeschnitten, dann die Dicke vom Material wieder weggenommen, dann also das ist irgendwie unspannend, das ist auch super scheiße, also war relativ gefährlich, aber man konnte es dann gut ausgleichen und auch mit Heißkleber dann auch sehen, dass man die Lücken ein bisschen ausgleicht, weil es nicht ganz plan zu kriegen. Wie ihr schon seht, das ist so ein tierischer Saukram, der Teppich sieht jetzt immer noch aus wie Sau, ich muss mal sehen, was ich da mache. Aber auch so ein kleiner Tipp, wenn ihr mit Stuodur arbeitet und Heißkleber, das habe ich auch von Chris Pinkerton. Seht zu, dass ihr eine Heißkleberpistole kriegt, die nicht vollkommen heiß ist, die also nicht den Kleber volles Programm hochballert. Das ist ein großes Problem. Heißkleber ist zwar nicht so ätzend wie Sekundenkleber oder sonst was, aber wenn er zu heiß wird, frisst er trotzdem den Schaum. Also da musste ich sehen, dass ich den immer nur auf halbe Fahrt mache. Hat geklappt, aber war trotzdem relativ uncool. Von daher, ja, macht das auch entweder auf halbe Fahrt oder wenn ihr die Chance habt, oder nutzt eine andere Heißkleberpistole. Ja, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ich habe halt einen Farbtest gemacht, ob das Ganze so weit hinhaut. Konnte man wegwischen, fällt nicht auf. War okay. Naja. Heißkleber zusammengedetscht, ne? Hier war mir das noch nicht großartig aufgefallen, weil das ja natürlich hier entschuldigt, die war gerade abgelenkt. Ich habe das aufgenommen, während das Video läuft und da war irgendwie der Ton noch mit drin, ich weiß nicht warum. Jedenfalls, dabei war mir das noch nicht aufgefallen. An anderer Stelle hat der Kleber dann tatsächlich den Schaum etwas gefressen, weil das Ganze eben zu heiß wurde. Naja, und dann Zeitraffer, ein bisschen Farbe. Seht ihr schon, Farbe passt halbwegs zum Thron. Das war ganz cool. Bin recht zufrieden. Und ja, was soll man dazu sagen? Kann man nicht viel. Ich male Schaumstoff an, im Endeffekt. Ich lasse das mal eben laufen. Und wenn es wieder was gibt, hört ihr von mir. Jo, alles einigermaßen lückenlos angemalt. Passt auch ganz gut. Kleinen Farbtest mit dem Thron. Das passte, trocknen lassen. Ging auch mit dem Schaum echt schnell, muss ich sagen. Also das passte soweit ganz gut.
Und ich glaube, an der Stelle habe ich jetzt schon mit Rot angefangen. Schon so ein paar Bluteffekte reingebracht. Und musste halt sehen, wie ich das so mache. Hab dann auch noch wieder Lücken im Braun gefunden und das auch noch wieder ein bisschen nachmachen. Also es war viel Detailkram, worauf man echt achten musste. Aber alles in allem. Es ging im Vergleich relativ schnell und hat Spaß gemacht. Also, wie ich schon sehe, war noch nicht Blut, das kommt noch, aber Lücken gefüllt, etc. pp. Rundrum. Da hat es sich auch sehr gelohnt, dass ich das Ganze flach nochmal geschleift habe. Thron passt gut, also das war schon sehr cool, muss ich sagen, hat Spaß gemacht. Wenn ich mehr Dioramen haben wollte, würde ich das auch definitiv bauen. Aber habe ich nicht so mega nötig, aber bei so einem offenen Ding wie Mortal Kombat muss das schon sein. Naja, Schatten draufgesetzt auf die obere Geschichte, damit besserer Schattenwurf vom Thron kommt. Das dann noch zum Rest gemacht. Das passte doch sehr cool. Hier ein bisschen schlecht zu sehen, das Licht war nicht so mega, aber das war im Endeffekt der Ausgang für heute. Mit Blut etc. pp, ein bisschen Staub und so weiter drauf. War sehr cool, hat Spaß gemacht. Ich bin für mich selber begeistert, wie das Ganze abgelaufen ist und ja, es geht auf jeden Fall spannend weiter. Das war natürlich, wie das Ganze noch feucht war, aber es ist auf jeden Fall noch ganz gut weitergelaufen. In dem Sinne hoffe ich erstmal, dass ihr heute einigermaßen Spaß hattet und das ein bisschen geholfen habt. Und auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder anschaltet. Kontaktdetails wie man beschreiben. Von daher bis zum nächsten Mal. Hau rein. Und tschüss.